spannend, vielfältig und vor allem auch gesellschaftlich äußerst relevant. Soziale Sicherung und auch Gesundheit sind wichtige Bestandteile im Kampf gegen die weltweite Armut, da Gesundheit, soziale Absicherung und Armut sich gegenseitig stark beeinflussen. Ziel ist es daher für uns zu verstehen, wie insbesondere für extrem oder sehr arme Menschen weltweit der Zugang zu sozialer Sicherheit und zu Gesundheit verbessert werden kann. Dafür müssen wir sehr unterschiedliche gesellschaftliche und politische Kontexte, aber auch vielfältige ökonomische und technologische Bedingungen berücksichtigen. Daher verwenden wir am IZNE insbesondere politökonomische oder institutionenökonomische Ansätze, um besser zu verstehen, wie Veränderungen überhaupt zustande kommen oder eben leider nicht zustande kommen. Hoffnung macht mir zunächst einmal, dass global in den letzten Jahrzehnten enorme Erfolge bei der weltweiten Armutsreduzierung erzielt worden sind, wenn auch regional sehr unterschiedlich. Leider lässt sich aber in den letzten Jahren, insbesondere nach der Covid-19-Pandemie, doch auch wieder ein Anstieg beobachten. Das ist das eine. Als eine Herausforderung sehe ich es an, dass vor dem Hintergrund der enorm negativen möglichen Folgen des Klimawandels Fragen sozioökonomischer Entwicklung nicht in den Hintergrund rücken. Die Bekämpfung von Armut und damit auch die Verbesserung der Lebensbedingungen von Milliarden von Menschen weltweit gehört nach meiner Perspektive nach wie vor zu den drängendsten gesellschaftlichen Aufgaben unserer Zeit. Ich schätze mich sehr glücklich, dass ich dem schon sehr, sehr nahe bin. Zum einen finde ich es toll, gemeinsam mit internationalen Kolleginnen, aber auch mit Akteuren außerhalb des Wissenschaftssystems an gesellschaftlich relevanten Fragestellungen zu arbeiten. Zudem ermöglichen Forschungsprojekte grundsätzlich einem immer, selbst zu lernen und seinen Horizont zu erweitern. Und das macht mich persönlich glücklich. Noch besser wäre es, wenn mehr Raum und Zeit für den Austausch und Dialog wäre, insbesondere mit Praxisakteuren. Und im Tausch dafür vielleicht die Verwaltung dieser häufig sehr komplexen Projekte etwas weniger aufwendig wäre. Sowohl der Zugang zu Gesundheit als auch der Zugang zu sozialer Sicherung gehören zu den universalen Menschenrechten. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation verfügen aber ca. 4,5 Milliarden Menschen weltweit über keine hinreichende allgemeine Gesundheitsversorgung und ca. 4 Milliarden Menschen haben keinerlei Zugang zu sozialer Sicherung. Wir reden hier also über fast die Hälfte der Weltbevölkerung. Da gibt es natürlich viele Fragen. Ich würde jetzt gerne hier 2 Beispiele nehmen. Eine Frage wäre, wie kann es gelingen, vor dem Hintergrund dieser vielfältigen Krisen, die wir erleben, den Zugang zu sozialer Sicherung weltweit auszubauen und wieder die Widerstandsfähigkeit bestehender Systeme zu stärken. Die andere Frage, wie auch fast überall, ist auch in diesem Kontext Digitalisierung wichtig. Aber besser zu verstehen, welche Rolle Digitalisierung in ärmeren Ländern spielen kann, um den Zugang zu Gesundheit und sozialer Sicherung zu verbessern, halte ich für wichtig. Wenn sich Studierende oder zukünftige Studierende für diese Fragestellung oder für diesen Kontext überhaupt interessieren, kann ich den Masterstudiengang Social Protection oder auch den Bachelorstudiengang Nachhaltige Sozialpolitik empfehlen. Beide werden vom Fachbereich Sozialpolitik und soziale Sicherung hier an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg angeboten.